Hey Frederik, wie geht's dir? Hey, sehr gut, danke dir. Sehr schön. Wo kommst du her? Ursprünglich aus dem Ruhrgebiet. Mhm. Östliche Ruhrgebiet, jetzt hat es mich in die Niederlande verschlagen. Ach was machst du da? Meine Frau ist Niederländerin Mhm. und ich finde die Lebensqualität und die Art des Umgangs der Menschen untereinander sehr schön und deswegen bin ich sehr froh, wieder da zu sein. Aber ist es besser oder inwiefern ist es anders? Also, wenn wir Deutschen einen freien Tag haben, dann überlegen wir, was können wir noch alles erledigen? Und wir Mhm. dann später treffen wir uns mit Freunden. Und wenn wir dann nachmittags merken, ach, jetzt bin ich schon so erschöpft, was machen wir nicht? Mit Mhm. Freunden treffen. In den Hm. Niederlanden ist an jedem beliebigen Dienstag oder Donnerstagvormittag die Gastronomie voll, weil man denkt sich, erstmal Sozialleben, erstmal miteinander und dann können wir noch ein paar Sachen erledigen. Die sind dann genauso produktiv wie wir, nur haben Mhm. mehr Lebensqualität. Und das ist eine der Sachen, die ich da unglaublich mag. Du bist also gerne unter Leute. Ja, auf jeden Fall. Wie kommt das? Das ist ein Teil meiner Persönlichkeit. Also wenn man in Mhm. Steve Ocean reinschaut, da ist der Bezug zu anderen Menschen ein wichtiges Thema. Mhm. Gleichzeitig auch, weil andere Menschen eben inspirierend sind. Und für sich alleine ist es auch irgendwie ein bisschen langweilig. Du bist ja auch Lecturer, ne? Also Ja, an der Uni. Was genau. genau machst du da? Also aktuell habe ich zwei Sachen, die ich mache. Einmal habe ich einen Lehrauftrag zum Thema Führung und Projektmanagement an der privaten Uni Witten. Mache jetzt gerade noch etwas zum Thema Unternehmertum und Finanzierung von Unternehmertum. Habe immer mal auch Gastauftritte an verschiedenen Unis. Für mich ist es unglaublich spannend, immer wieder einen sozialen Kontakt zu Studenten zu haben, die nochmal neu denken, die neue Impulse reingeben, die erstaunlicherweise immer wieder neue Fragen stellen, die dann mich selber zum Nachdenken bringen und so wieder neue Gedanken entstehen lassen. Wie inspirieren dich die jungen Leute genau? Indem die natürlich mit einer ganz anderen Weltsicht durch die Welt laufen. Ne? Mhm. Jede Kultur, jede Alterskohorte hat so ihre eigenen kulturellen Muster, auf die sie trainiert wurden, ihre eigenen Einflüsse, ob das Filme sind, ob das Idole sind, ob das was weiß ich nicht was ist. Jede neue Kultur hat neue Hintergründe und Mhm. jede neue Subkultur als Kohorte stellt immer wieder neue Fragen. Und manchmal gehen die einem tierisch auf den Senkel, was dann auch ein spannender Punkt ist, mal hinzuschauen, was das denn ist, was einem auf den Senkel geht. Manchmal überrascht es, manchmal schafft es neue Denkräume und das finde ich inspirierend. Weißt du noch, was du werden wolltest, als du klein warst? Aber ich glaube, ich wollte irgendwie mal alles werden. Ich habe einen sehr Mhm. hohen Enthusiasmus und ich fand alles irgendwie super. Mhm. Also da war so ziemlich alles dabei. Machst du die Liste der Top 20? Ich wollte sie wahrscheinlich mal. Ähm, Viele Sachen sind dann relativ schnell rausgefiltert worden. Und ich habe mir, glaube ich, so ab der Pubertät eigentlich gar keine Frage mehr gestellt, was will ich denn eigentlich machen? Und bin da am Ende aus Versehen reingeschlittert in das, was ich da gemacht habe. Also ich habe einfach immer Chancen genutzt, die da waren und nochmal eine Chance genutzt und nochmal eine Chance genutzt und bin da irgendwo angekommen, wo ich gelandet bin. Was genau machst du jetzt? Ich bin Unternehmer, ich habe eine Unternehmensberatung, die im Boutique-Bereich unterwegs ist, also ganz kleine, feine Unternehmensberatung, die sich spezialisiert hat auf die Frage, warum tun Menschen, was sie tun, aus einer Mhm. neurowissenschaftlichen Perspektive. Vom Psychiater über den Psychologen, über den Neurowissenschaftler, über den Biologen haben wir interdisziplinär ein Team, die wirklich menschliches und kulturelles Verhalten verstehen. Und wir haben gleichzeitig auch die Kompetenz, Unternehmen zu verstehen und zu verstehen, was braucht eine Firma, was muss da überhaupt passieren. Das war das, was die meisten Marktplayer nicht können. Die können entweder als Psychologen Menschen verstehen, dann verstehen sie Firmen nicht, oder die verstehen als Unternehmer oder als Manager, verstehen die Firma oder verstehen die Menschen nicht. Unsere Alleinstellung ist, wir verstehen Menschen und wie sie zusammen eine Kultur bilden. Und mit diesen Fähigkeiten helfen wir Unternehmern, Führungskräften, ihre Kultur zu ändern, besser zu führen, wirksamer zu werden, mehr Ziele zu erreichen, Probleme rauszumanagen, Konflikte zu bewältigen. Von der einzelnen Coaching-Ebene, 1:1 mit dem Unternehmer, bis hin zur Organisationsentwicklung eines multinationalen Organisationssystems mit tausenden Mitarbeitern in Dutzenden Kulturen, Mhm. Wie kommt man auf sowas? indem man einfach einen Schritt nach dem nächsten macht. Also das Mhm. hat sich einfach wirklich Stück für Stück entwickelt. Mhm. Ganz viel ist entstanden, weil ich selber als Unternehmer so ziemlich jeden Fehler mitgenommen habe. Ich habe in meinem Leben noch nicht einen Tag sozialversicherungspflichtig gearbeitet. Ich habe in der Schule die erste Firma gegründet und Mhm. bin seitdem dabei geblieben und habe immer wieder gemerkt, da gibt es Probleme, die ich einfach nicht verstehe. Also da kommen montags 10 Leute in einen Seminarraum oder einen Konferenzraum und sie gehen mit einer brillanten Idee raus. Am nächsten Tag kommen sie da rein und es kommt eine bescheuerte Idee raus. Waren die gleichen Menschen, der gleiche Raum. Was um alles in der Welt war der Unterschied? Mhm. Mir war klar, wenn ich diesen Unterschied verstehe, kann ich führen und kann dafür sorgen, dass immer nur gute Ideen rauskommen und das ist ein Erfolgsfaktor. Also habe ich mich auf den Weg gemacht, zu verstehen, wieso wir tun, was wir tun. Mhm. Habe erst gedacht, Ökonomie und Wirtschaft, machst du das mal, habe das im Diplom studiert, habe gemerkt,
Die Antworten habe ich alle nicht gekriegt. Ich habe jetzt verstanden, dass Rotze nicht das ist, was Kindern rausläuft, sondern dass das Return on Capital Employed heißt. Und habe eben ganz viele über die ökonomischen Sachen gelernt. Am Ende war aber die Frage, warum tun die Menschen das immer noch da? Und habe dann gesagt, okay, jetzt brauchst du die Neurowissenschaften. Habe dann ein zweites Studium gemacht zum Thema Neurowissenschaften und beide Themenbereiche in einer Dissertation, einer Doktorarbeit verheiratet und zusammengeführt, sodass ich meine Antwort endlich gekriegt habe. Also ich habe eigentlich nur Eigenproblemlösung betrieben. Worum genau ging es in der Doktorarbeit? Genau das zusammenzuführen. Also ich habe ein Verhaltensmodell gebaut, warum wir uns in der Firma und im Privatleben als Konsument, als investierendes Individuum, ob das jetzt Privatinvestition ist, ich kaufe mir jetzt ein Auto oder ein Haus, oder Firmeninvestition, ich kaufe jetzt, eine CNC-Fräse. Warum entscheiden wir uns so, wie wir uns entscheiden? Warum verhalten wir uns so, wie wir uns verhalten? Warum tun wir das? Das habe ich genommen, ein Modell gebaut, wie wir das machen. Und dann die Frage stellt, was heißt das für Unternehmen? Was heißt das für Innovation? Was heißt das für Veränderung? Na, weil wenn unser Verhalten erstmal konservativ und stabil ist, das neurobiologisch so vorgeprägt ist, ist das natürlich eine Herausforderung für unser Change Management und für Innovationsabteilungen. Und genau da sehen wir eben die Schwierigkeiten und ich habe eben die Möglichkeiten rausgearbeitet, wie man doch innovativ sein kann, wie man doch Veränderungen hinkriegen kann, von der individuellen Veränderung bis hin zur kulturellen Veränderung. Und so ist, ohne es Absicht war, das ist aus Versehen passiert, in meiner Doktorarbeit quasi das Grundtheoriewerk entstanden, was wir heutzutage in der Organisationsentwicklung und Beratung wirklich systematisch einsetzen und was uns sehr viel mehr Erfolge bei dem Change beschert als die allermeisten Wettbewerber im Markt. Du hast auch Kinder? Ja, ich habe 2 Kinder. Was lernst du von deinen Kindern noch? Ach, von meinen Kindern lerne ich unglaublich viel. Neue Themen entwickeln ist ja immer eine Frage der Perspektive. Und sich einfach mal mit der älteren Tochter mit auf die Steine zu setzen und mit Kreide zu malen, schafft plötzlich andere Perspektiven. Man guckt aus einem anderen Blickwinkel auf die Welt. Man lernt auch nochmal sehr viel mehr, gerade aus der Coaching-Perspektive, wie die Welt so tickt und ertappt sich regelmäßig auch bei eigenen Themen. Also solche Sachen wie, man neigt ja bei Kids gerne dazu zu sagen, mach das nicht, mach das nicht. Und dann zu realisieren, Moment mal, jetzt habe ich 3-mal mach das nicht gesagt, was kann ich denn stattdessen tun? Und jetzt die eigenen Coaching-Werkzeuge anzuwenden, zu sagen, mach doch lieber das und jetzt in den positiven Raum zu gehen und dann zu begreifen, das war damit gemeint, als Piaget in seiner Entwicklungspsychologie das und das beschrieben hat. Bildet für mich jetzt nochmal einen Raum, wo jetzt das ganze Coaching-Wissen zur Veränderung von Erwachsenen, die von der Struktur leicht anders funktionieren, plötzlich auch auf Kids anwendbar wird und wo ich nochmal selbst einen neuen Verhaltensraum lernen darf, was unglaublich spannend für mich ist. Also Worte und Kommunikation sind schon sehr wichtig, auch wie man etwas ausdrückt, ne? Ja, Worte und Kommunikation sind das zentrale Mittel. Also alles andere ist doch emotionale Selbstbefriedigung. Ich kann doch denken, was ich will, da passiert nichts. Das fühlt sich vielleicht mal als Gedanke toll an, aber so echt passiert da gar nichts. Alles, was ich als Ergebnis in der Welt sehen möchte, jede Veränderung oder alles, was stabil bleiben soll, sich nicht verändern soll, kriege ich doch nur durch Handeln und durch Kommunikation hin. Und ich begreife mittlerweile Handeln als eine weitere Form der Kommunikation, weil wenn ich jetzt hier was tue, kommuniziert das natürlich auch an dich. Das heißt, durch mein Machen und durch mein Reden steuere ich die Außenwelt. Das ist meine einzige Interventionsmöglichkeit. Das einmal zu begreifen, wie wichtig das ist, wie wichtig das Kommunizieren nach innen ist, der innere Dialog, aber wie wichtig auch ein bewusstes Handeln ist, ein bewusstes Kommunizieren, das war für mich unglaublich zentral, das mal zu begreifen, zusammen mit dem Moment einfach die volle Verantwortung für die Ergebnisse zu übernehmen. Und der Blick in den Spiegel hilft dann gar nicht oder schon auch? Ach, der Blick in den Spiegel ist natürlich immer wieder zentral, wenn er gemeint ist als Reflexion. Also wenn man überlegt, was ist denn das, was ich da tue? Der Blick in den Spiegel hilft nicht, wenn er eine Selbstbewertung und ein Selbstzerfleischen ist. Zu viele Menschen gucken nur in den Spiegel, um sich einzureden, wie toll sie sind, oder gucken in den Spiegel, um sich einzureden, wie scheiße sie sind. Und beides ist nicht funktional, es ist wenig lösungsorientiert. Sich in dem Spiegel zu betrachten und die Frage zu stellen, wo stehe ich gerade und wo will ich hin und was will ich jetzt noch tun? Also da eine Verantwortung für die eigene Entwicklung zu übernehmen. Das ist dann sehr dienlich. Das Problem ist, unsere eigenen mentalen Spiegel sind meistens ziemlich kaputt und deswegen braucht es eben solche Professionen wie ich, die als Coaches da sind, die eben diesen Reflexionsprozess anleiten und moderieren, damit auch was Kluges bei rauskommt. Weil das Gehirn kann sich halt in abstrusesten Winkeln verlieren. Das sehen wir an solchen heftigen Extrembeispielen, wo eben zum Beispiel eine Magersüchtige mit so dünnen Beinen denkt, sie wäre zu dick. Also das ist ein Gehirn alleine gelassen mit sich selber.
produziert manchmal ziemlichen Schrott. Deswegen ist auch da die Kommunikation immer wichtig. Wo siehst du dich in 5 Jahren? Da, wo ich bin. Ist wo? Ja, ich bin da, ich hatte vor einiger Zeit ein Coaching, wo mir nochmal klar geworden ist, eigentlich bin ich schon längst da. Also ich habe mir Ziele gesetzt und ich habe diese Ziele erreicht. Schön. Und habe eher jetzt ein Stabilisierungsthema. Also ich möchte gerne, dass die Themen stabil bleiben. Es dürfen sich neue Inhalte entwickeln, es darf da mehr passieren. Und ich will auch noch an Themen arbeiten, ich will Themen professionalisieren. Aber ich bin da an einem Punkt, wo ich gerade sage, ich bin echt zufrieden, wo ich gerade bin und es darf einfach mal bleiben und es darf einfach mal gut sein. Und das zu stabilisieren ist ja auch genügend Arbeit. Da darf man auch genügend dranbleiben. Das passiert ja nicht aus Versehen. Da in der Stabilisierung zu bleiben und die Arbeit nochmal wirksamer zu machen und einfach im Improvement zu bleiben, leichte Verbesserungen systematisch durchzusetzen. Das ist das, wo es gerade bei mir darum geht. Ich habe keine Ambition, noch irgendwie große Ertragsziele oder sowas zu erreichen, sondern mir geht es gerade eher darum, nochmal den Hebel bei der Wirksamkeit zu erhöhen, noch mehr Menschen zu erreichen, die ihre Veränderungen machen können und dadurch die Welt ein Stückchen besser zu machen. Also da, wo man gut ist, das Ganze noch ein bisschen verbessern sozusagen. Da dich noch ein bisschen weiter zu entfalten. Und auch da, wo ich schlecht bin, da ein bisschen dran zu arbeiten, das ist auch mal okay. Also es gibt ja ein Stück weit ist es im Moment zu akzeptieren, dass man auch mal ein paar Sachen nicht gut kann. Also ich mit Leichtathletik bei meinen fast 2 Metern, das wirkt eher wie Comedy statt wie Sport. Trotzdem mache ich dann aber Yoga, weil ich fit bleiben möchte. Auch da will ich mich entwickeln. Aber das ist dann eben ein anderer Bereich als jetzt mein Coaching-Fachgebiet, wo ich mich mit Führungskräften beschäftige. Da habe ich natürlich immer wieder Lust, mit neuen Themen noch mehr rauszuholen, noch mehr Härtefälle noch besser begleiten zu können. Und da habe ich halt Entwicklungsfreude. Aber es ist eine Freude, die aus der Lust an der Verbesserung getrieben ist und nicht aus dem Zwang, jetzt ein Ziel erreichen zu müssen. Hast du noch Tipps zum Abschluss an die jungen Leute von heute? Die Top 3 Tipps, die du denen mit auf den Weg geben würdest? Ja, also ich sehe zu viel den Trend einer Linearisierung von Lebensläufen. Erst musst du jetzt das machen und dann machst du Privatuni und dann machst du Praktikum hier und dann machst du ein Auslandssemester und wenn du das gemacht hast, dann machst du Karriere. Das ist mir alles zu linear gedacht und nimmt den Raum für Kreativität und echte Lebenswege raus. Wir brauchen viel mehr Offenheit für kreative Wege, für andere Wege und viel mehr Verständnis dafür, andere Wege auch gehen zu dürfen und viel mehr Unterstützung dabei. Die allermeisten Menschen, die am Ende echt Beeindruckendes leisten es deswegen, weil sie einen noch nicht dagewesenen Lebensweg hatten. Weil sie in ihrer Kombination von Erfahrung ein Set von Erfahrungen, Kompetenzen zusammengesammelt haben, was noch keiner vorher zusammengesammelt hat. Man entdeckt halt auf ausgetretenen Trampelfahrten entdeckt man keine neuen Oasen. Und da ein bisschen mehr Offenheit zu haben, sich auch mal dieses Jahr Studium zu gönnen, zu sagen, jetzt eier ich im Studium mal nur rum und setze mich nur in Vorlesungen, auf die ich Bock habe und scheiß auf irgendwelche Punkte und ECTS, ist unglaublich wichtig für die Lebensentwicklung, aber auch für die mentale Gesundheit. Und sich das zu gönnen, zu sagen, ja dann studier doch halt ein Semester länger. Am Ende interessiert es niemanden einen feuchten Kehricht und die Leute, die es interessiert, für die solltest du eigentlich gar nicht arbeiten. Das gefällt mir, das ist ein schönes Abschlusswort. Danke dir. Super, danke dir. Toll.